Ja, und genau darüber möchten wir auch sprechen mit dem Kolumnisten Jan Fleischhauer. Guten Abend. Hallo. Hallo nach Berlin. Nun also doch. Kamala Harris soll die Ersatzkandidatin für Joe Biden werden. Ist das ein längst überfälliger Schritt? Also jedenfalls müssen sich die Demokraten, auch wenn sie dann verlieren, nicht den Vorwurf machen, dass sie mit einem Kandidaten ins Feld gegangen sind, den man einfach nicht wählen kann. Ja? Also bei Joe Biden stellte sich ja nicht mehr die Frage, ob er die nächsten 4 Jahre durchhält, sondern da stellt sich jetzt eher die Frage, ob er bis Januar überhaupt noch durchhält, ja? Ob man ihn überhaupt noch im Amt lassen kann. Und insofern, egal wer jetzt kommt, muss man sich jedenfalls nicht schämen, mit Kamala Harris untergegangen zu sein. Und ehrlich gesagt ist ja auch noch offen. Also das Altersthema kommt ja zurück für Donald Trump, aber ganz anders, als er vermutet hat. Jetzt steht plötzlich im Raum eine 59-Jährige gegen einen 78-Jährigen und da sieht der 78-Jährige ganz schön tatterig aus, jedenfalls tatteriger, als er gegen Joe Biden aussah. So, das wird man mal sehen. Er ist ja nun auch, wie man gesehen hat bei der Parteitagsrede, zwischenzeitlich auch, ich will nicht sagen verwirrt, aber so ein bisschen lustlos hat er so dahin gebrummelt. Er hat auch wieder immer helle Momente. Aber jedenfalls, das Altersthema kommt zurück und dann natürlich auch solche Fragen wie, ist er eigentlich noch der Alte? Hat das Attentat nicht ein Trauma bei dem Mann hinterlassen? All diese Fragen, denen er gerne ausgewichen wäre. In den Umfragen lag Kamala Harris aber zuletzt noch eher hinter Donald Trump. Gerade wichtig sind ja auch dann die Swing States. Kann sie das in den kommenden 3,5 Monaten noch zu ihrem Vorteil drehen? Also das Tolle an der Politik ist, das sehen wir ja gerade, es kann sich innerhalb eines Tages alles drehen und ändern. Also ich weiß ja noch, habe die ganzen Porträts ja auch über sie gelesen. Also die galt als Nummer von gestern, ja. Bei den Leuten unbeliebt im Weißen Haus, durchgereicht, hat sozusagen da auch nur Feinde. Also von der wollte keiner mehr ein Stück Brot nehmen. Und jetzt ist sie die Präsidentschaftskandidatin und möglicherweise die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten. So, das heißt, also man muss manchmal auch ein bisschen Geduld haben. Und Ausdauer, das hat sie an den Tag gelegt. Und insofern, da passiert noch viel bis November. Ihre große Schwäche ist, dass sie natürlich für genau diese Art von Elitenpolitikerin gehalten wird, die man also im Mittleren Westen hasst. Also auch in den Swing States. Also es gibt ja eine Art ganz interessantes Realignment, also eine Neuordnung der Parteienlandschaft, die außerhalb so der Expertenkreise noch nicht die richtige Beachtung gefunden hat, nämlich dass Donald Trump vor allen Dingen bei Minoritäten aufgeschlossen hat. Also nach den letzten Umfragen liegt er als republikanischer Bewerber gleich auf bei Schwarzen und Latinos mit den Demokraten. Und das hat es bislang noch nicht gegeben. Und das ist für das Ziel, Präsident zu werden, für ihn wahnsinnig wichtig. Das ist also die erste Frage. Kann sie das umdrehen? Und die zweite Frage ist, wie kommt sie bei den Arbeitern an? So, und da fühlen sich natürlich auch, das hat man ja auf den Wahlkampfveranstaltungen gesehen, viele zu diesem, also Talmi-Gold, ja, also dieser Vorliebe für osteuropäische Schönheitskönigin, die der Trump da an den Tag legt, natürlich viel mehr aufgehoben als bei Kamala Harris in ihren makellosen weißen Hosenanzügen. So, und das, also da, sagen wir mal, muss sie ein bisschen von diesem, also von der liberalen Hochnäsigkeit, die sie jetzt auch zum Teil an den Tag gelegt hat, davon muss sie ein bisschen ablegen, wenn sie gewinnen will. Sagt der Kolumnist Jan Fleischhauer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Ciao.